So, da sind wir wieder. Nächste Business Class. Die Kathi sitzt hier schon. Beinfreiheit. Alter, schaut's euch mal, streck mal aus, schaut's mal diese Beinfreiheit an. Das ist jetzt hier die 777-300 von Emirates. Und da fliegt man jetzt eben nach Hanoi. Und jetzt schauen wir mal, was hier alles gibt. Das haben wir hier unten gleich mal. Könnt mal Schuhfach hier bezeichnen. Dann Wasser ist gleich da. Hier Broschüren. Hier eben. Wir fliegen 777-300. Da sind wieder, die sind so geil. Die haben wir im 380 auch schon gehabt. Das sind richtig tolle Hausschuhe. Die werde ich jetzt gleich wieder anziehen. Wir haben hier einen riesen Monitor. So, was haben wir dann noch alles? Hier wieder. Ah ja, genau. Wir haben wieder Tablet zum Steuern. Da gibt es wieder irgendwo einen Knopf, dass es raus. Ah ja, da ist diesmal der Knopf. Diesmal mache ich es nicht falsch. Ist noch geschlossen wegen Start und Landung. Und da haben wir wieder das übliche Pad. Hier unten habe ich jetzt schon mein Handy angeschlossen. Haben wir hier noch so ein bisschen Armlehne. Die Kissen sind auch richtig mega genauso wie diese Over-Ear-Kopfhörer. Dann können wir hier noch verstellen. Kathi hat jetzt schon mal den Tisch vorbereitet. Kann man auch nichts sagen. Man kommt auf jeden Fall leichter rein und raus. Ja, da haben wir noch Licht. Und hier gibt es dann schon wieder Champagner. Genau. Und hier haben wir auch wieder die coolen Fenster. Wenn man hier drückt. Zack. Fährt runter. Und fährt hoch. Champagne for me, please. So, jetzt wurden wir kurz abgelenkt, denn Champagner ist da und da haben wir gleich entdeckt, dass hier genau dieses kleine Tischchen noch gibt. Hat die Kathi auch hier drüben. Die hat dann Saft diesmal. Ja, so. Jetzt würde ich sagen, ich setze mich mal hin. Hier auf meinen riesen Sitz. Und dann haben wir jetzt 6 Stunden ungefähr nach Hanoi. Wir haben die Sitznummer 4. Also genau hinter uns hier geht es dann los. Da ist der Durchgang, da läuft quasi die Economy Class noch durch. Und hinter diesem Durchgang ist noch einmal Business Class Sitz. Also die haben die Arschkarte, an denen läuft die ganze Economy jetzt vorbei. Die glotzen. Mal, was will ich machen, gell? Ich würde sagen, Kathi hat hier noch Leselampe gesagt. Nee, ich würde jetzt sagen, wir warten jetzt bis losgeht, genießen den Champagner und den Saft und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Menü in der Hand haben, was es hier jetzt im Vergleich zum A380 zum Essen und zum Trinken gibt. Auch hier wieder, wer es bemerkt hat, wir haben jetzt hier eine Reiserei-Mütze. Schreibt gerne mal in die Kommentare, würdet ihr einen Merchandise-Artikel von Reiserei kaufen, auch wenn kein Reiserei-Logo drauf ist. Nur wenn wir irgendwelche T-Shirts oder Mützen rund ums Reisen designen. Gerne mal in die Kommentare. Jetzt schon mal ein Like da lassen und dann geht es nachher gleich weiter mit Essen wahrscheinlich. So, jetzt hier mal ein kurzes Zwischenfazit. Habe mich jetzt hingesetzt, Decke ausgebreitet, Hausschuhe an und schon mal an meinem Champagner genippt. Und was mir hier jetzt echt auffällt, wenn man sitzt, man hat zwar hier, ich zeige es mal, eine riesen Beinfreiheit nach vorne. Also ich weiß gar nicht, ich habe hier bestimmt, ich bin 1,74 m und ich habe bis da vorne 2,20 Meter wahrscheinlich oder so. Da habe ich Platz ohne Ende. Also wirklich, mach mal nochmal, Schatzi. Seht ihr, wie weit die Hand von der Kathi weg ist? Das ist abartig. Da ist Platz ohne Ende da, aber wenn wir jetzt mal schauen, die Sitze an sich, also man sitzt hier extrem eng. Hier gleich am Gang, gerade so die Armauflage
Und dann das größte Problem ist aber, man hat überhaupt gar keine Ablagefläche. Da habe ich jetzt hier mein kleines Ding von der Pocket 3 und da unten ist jetzt schon Kopfhörer und mein Handy angesteckt. Und mehr Ablage gibt es, finde ich hier einfach. Ich finde hier nicht mehr Ablage. Das einzig coole Gimmick hier ist noch dieser Knopf hier. Wenn man den drückt, ich drücke ihn mal, dann, wenn man einen hässlichen Nachbar hat, fährt man einfach das Ding hoch. Aber das ist auch das Einzige. Also ich suche hier echt noch Ablage. Außer die vorne hier unterm Monitor ist hier echt nichts los an Ablage. Das ist hier ein bisschen schade, würde ich jetzt sagen. So, Schatzi hat wieder ihr Manatee-Kit bekommen. Schauen wir mal, ob da jetzt was anderes drin ist wie im A380. Auch wieder das Rexona. Rexona Deo. Dann wieder Ohrstöpsel, wie es ausschaut. Was haben wir da wieder? Was ist es? Tücher. Tücher. Wieder Zahnpasta und Zahnbürste, also dann auch wieder dieselbe Marke. Warte, ich muss da mal hinfilmen. Das ist auch wieder dieses hier. Und was haben wir noch? Haargummi. Wieder ein Schminkspiegel. Man kann nie genug Schminkspiegel haben, haben wir jetzt gelernt. Thanks. So, dann wieder ein Kamm. Und wieder fürs Gesicht und für den Körper. Halt, zeig doch mal bitte gescheit. Okay. Lippenbeißer. Und auch wieder Lippenbalsam. That's it. Zack, that's it. Schatzi, machst du meins auch gleich auf? Bei mir auch wieder ein Manatee-Kit für Männer. Schauen wir mal, was drin ist. Was haben wir hier wieder? Gillette Rasierschaum. Dann auch wieder, was ist das? Was haben wir hier? Aftershave. Packe ich gleich wieder ein. Ich habe nämlich hier keinen Platz. Und was haben wir hier? Gerade so rum. Was haben wir da? Lippenbalsam. Dann kommen wir wieder rein. Dann das war. Was haben wir da? Parfüm. Parfüm. Finde immer nicht, wo das steht. Muss man da rein. So, dann haben wir hier Body Lotion. Wieder von Gillette einen Einwegrasierer. Ups. Thanks. So. Heißes Handtuch, wichtig. Weil ich übrigens gerade hier auch Tissues, also Tempos hatte. Ja, was haben wir hier noch? Rexona. Und ja, einfach auch den Kamm, wie die Kathi hatte. Wahrscheinlich Ohrstöpsel. Und irgendwo sind noch Ohrstöpsel, genau. That's it. Ein Manatee-Kit Männer, ein Manatee-Kit Frauen, heißes Handtuch, Champagner. Weiter geht's. So, jetzt geht's dann gleich los. Jetzt können wir mal kurz die Karte durchgehen. Also es gibt verschiedene Säfte. Dann gibt es Mocktails, also Cocktails ohne Alkohol. Es gibt wieder einen Cappuccino, aber es gibt keinen Affogato, so wie im A380, bisschen schade. Dann gehen wir mal zu den guten Sachen hier rüber. Wieder auch mit den besten Spirituosen alles nur gemacht, also wirklich mit Grey Goose und gutem Gin und alles. Und was, also wir haben es im 380 schon getrunken, der Mojito war legendär. Und ich werde heute mal, weil wir ja ein Frühstück kriegen später, werde ich mal den Breakfast Martini versuchen. Ansonsten können wir auch den Old Fashioned schon und den Manhattan empfehlen.
Dann schauen wir mal weiter auf die zweite Seite. So, dann gibt es hier noch verschiedenste Bierchen. Die Weinkarte, die zeige ich dann auch gleich noch. Dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Ich weiß nicht, was ein Tia Maria ist. Ich werde mir den nachher bestellen, aber ihr könnt es mir gerne mal erklären. Ich habe echt keinen Plan. Dann wieder erlesene Whiskys. Ein sehr guter Hennessy XO Cognac wieder. Und weil wir jetzt nachts fliegen, gibt es nur Light Bites. Das macht aber nichts. Die Kathi hat sich die Tuna Poke ausgesucht. Ich habe mir das Sichuan Style Beef und die Chicken Gyozas ausgesucht. Was hätte euch davon am ehesten angelacht? Könnt ihr gerne mal. Und dann später gibt es ein warmes Frühstück kurz vor der Landung. Da werde ich wahrscheinlich die Fried Noodles nehmen. Und so wie ich Kathi kenne, wahrscheinlich das Mozzarella Omelette. Was sagt ihr zur Auswahl im Flieger? Was sagt ihr zur Karte? Oh, die Weinkarte habe ich vergessen, Leute. Die Weinkarte. Wir haben leider wieder nur einen Moët Champagner. Was wieder schade ist, weil ich weiß nicht, irgendwie schmeckt der mir nicht. Der ist zu. So, dann haben wir hier wieder einen guten Weißwein von Italien und aus Frankreich. Und bei den Roten gibt es auch wieder einen Franzosen und einen guten Italiener. Und was unbedingt jeder mal probiert haben muss, der Alkohol trinkt und hier mit Emirates fliegt, diesen Sandman 20 Jahre alten Portwein. Der ist legendär, muss ich sagen. Legendär. So, und ich würde sagen, jetzt geht es dann gleich los. Flieger hebt gleich ab und wir sehen uns dann wieder zum Essen, zu den Light Bites. Bis dann. So, die Kathi hat sich eine Thunfisch Bowl bestellt. Die sieht auch sehr lecker aus, muss ich sagen. Jetzt schauen wir mal, was ich habe. So, bei mir gibt es diese Sichuan-Style-Nudeln. Witzigerweise sieht es eigentlich aus wie Bolognese. Aber die sehen sehr authentisch aus. Meine Hähnchen-Gyozas mit Sojasauce. Ich berichte später, wie alles geschmeckt hat. Und jetzt lasse ich es mir aber erstmal schmecken. So ein kurzes Zwischenfazit. Essen war sehr lecker. Light Bite würde ich jetzt nicht sagen, wenn man diese Sichuan, wenn man das Sichuan-Essen nimmt, weil das war echt eine Riesenportion. Haufen Fleisch, was wirklich wie so eine Art Hackfleisch war, aber dann eine richtig leckere Soße mit so ganz viel Zimt und ganz vielen Gewürzen. Und dann diese kleinen Gurken dazu. Das war dann echt richtig lecker. Und die Gyozas, die haben auch echt super geschmeckt. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Hat sich gelohnt, dass ich diesmal in der Lounge weniger gegessen habe und dafür im Flieger. So, Freunde der Sonne, es ist bald soweit. Wir haben bald eine ewige Reise hinter uns, die sehr entspannt war, aber trotzdem anstrengend. Und ich würde sagen, jetzt kommt der beste Teil, nämlich das Frühstück vor der Landung. Und ich habe mir hier erstmal zum Frühstück einen Breakfast Martini rausgelassen. So, und dann haben wir jetzt eben Nudeln mit diesen kleinen Dumplings, noch ein Croissant, französische Butter, bisschen Obst, Marmelade, Salz und Pfeffer und Sojasauce. Das nenne ich mal einen Mix aus allem. So, und Kathi hat das Mozzarella und Basilikum Omelette. Das Einzige, was sie weggelassen hat, ist quasi die Wurst, weil sie eben keine Wurst mag. Sieht aber auch ganz gut aus, muss ich sagen. Und ansonsten ist es ziemlich identisch mit meinem. So, wir lassen es uns jetzt schmecken und dann bis zum Fazit. So Leute, Zeit ein kleines Fazit zu ziehen. Wir sind jetzt mit dem A380 von München nach Dubai geflogen. Dann fast 4 Stunden in Dubai in der Lounge abgeschimmelt und jetzt weiter von Dubai nach Hanoi. Alle Videos findet ihr auf jeden Fall mal in der Playlist.
Und ich werde sie am besten auch gleich unten in der Videobeschreibung verlinken. Fazit war jetzt für mich ganz klar A380, bester Flieger von Emirates. Auch wenn hier im 777-300 ein bisschen mehr Platz ist. Aber irgendwie hat mich der 380 einfach mehr überzeugt. Allein schon die Bar und die Essensauswahl. Gut, hier ist jetzt geschuldet, weil es ein Nachtflug war und nur dieses Light-Menü gab. Und das Frühstück war okay, war jetzt halt wahrscheinlich einfach nicht unser Geschmack. Aber sonst der Service an Bord und alles war natürlich wie immer der Hammer. Und ja, also kaufen würde ich es auf keinen Fall, muss ich wirklich sagen. Also ich würde keine fast 8.000 € für sowas ausgeben, mit Rückflug gerechnet. Aber jetzt die 2,7 zu zweit und ein paar Meilen investiert, war es definitiv mal wert. Und wir werden es definitiv mal nochmal in die andere Richtung machen, wenn es nächstes Jahr für uns wieder nach Mexiko geht. Also, am besten gleich abonnieren und Glocke aktivieren, dass ihr keine weiteren Flüge von uns verpasst. Und dann würde ich sagen, schaut euch gerne mal unsere Hanoi-Playlist an, die wahrscheinlich dann als nächstes kommt. Und hoffentlich schon ein, zwei Videos dann vielleicht sogar online sind, wenn dieses Video online geht. Gerne ein Like fürs Video da lassen, kommentieren, wie es euch gefallen hat. Gerne auch Anregungen, was kann man besser machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Hanoi.